Willkommen in Deutschland. Sie haben ausgepackt, Ihre Adresse registriert. Und dann kommt der gelbe Umschlag. Es handelt sich um ein unvermeidliches Durchgangsrecht für Neuankömmlinge. Dies ist keine Jungmail oder Betrug. Es handelt sich um den Rundfunkbeitrag, eine gesetzlich vorgeschriebene Rundfunkgebühr, die früher als GEZ bekannt war. Wie Sie sehen, erfolgt die Abrechnung automatisiert. Wenn Sie Ihre Enttäuschung bei der Bürgertante abgeschlossen haben, die Stadt übermittelt Ihre Adresse sicher und direkt zur Datenbank des Beitragsdienstes. Mit diesem Geld wird das unabhängige öffentliche Mediennetzwerk finanziert. Hier gezeigt, darunter Sender wie ARD und ZDF. Für die Aufbewahrung dieser Nachrichten und Unterhaltungsquellen wird eine Gebühr erhoben, frei von staatlichem oder kommerziellem Einfluss. Für viele liegt die Frustration in den Anforderungen. Sie sind trotzdem zur Zahlung verpflichtet. Davon, ob sie Deutsch sprechen, die Nachrichten schauen oder sogar einen Fernseher besitzen. Dieses Dokument zeigt die Kosten. Es sind genau 18 Euro und 36 Cent im Monat. Die Abrechnung erfolgt in der Regel in vierteljährlichen Raten. Aber die wichtigste Rolle ist es zu verstehen. So definiert der Staat ein Paar. Die Gebühr wird pro Haushalt erhoben, nicht pro Einzelperson, weil eine Adresse nur einmal zahlt. Ihre erste Aufgabe besteht darin, genau zu bestimmen, wie Ihre Wohnsituation kategorisiert wird. Wenn Sie sich nicht mit Ihren Mitbewohnern abstimmen, Sie riskieren, für dieselbe Wohnung doppelt zu zahlen. Die Wahl besteht nicht darin, ob man bezahlt, sondern wie man sich registriert. Den Papierkram gleich beim ersten Mal richtig erledigen, ist die einzige Möglichkeit, Ihre Finanzen zu schützen, aus der Aufstockung der Strafen. Anhand dieser 4 gängigen Kategorien können wir Ihre Haftung abbilden. Einzelmieter, Wohngemeinschaften, Studentenwohnheime oder diejenigen, die Anspruch auf Ausnahmen haben. Wenn Sie ein Einzelmieter sind, ist der Weg einfach. Für die vollen 18 Euro und 36 Cent sind Sie selbst verantwortlich. Ihre 9-stellige Beitragsnummer finden Sie aufgedruckt in der oberen rechten Ecke Ihres Briefes. Am effizientesten ist es, diese Nummer online zu nutzen, eine separate Lastschrift oder Lastschrift einzurichten. Sie geben die manuelle Kontrolle über Ihre vierteljährlichen Zahlungen auf. Aber im Gegenzug stellen Sie sicher, dass Ihnen keine Verzugszinsen entstehen aus einem verlorenen oder ignorierten Brief. Wenn Sie in einer WG oder WG leben, der Verwaltungsaufwand verschiebt sich, da die Gebühr von 18 EZO 6 und 3 ein dreiköpfiger Haushalt kann die Kosten intern aufteilen. Damit sinkt Ihr Eigenbeitrag auf etwa 6 Euro. In diesem Szenario registriert sich nur eine Person als Hauptzahler und wickelt die ausgehende Transaktion an den Staat ab. Alle anderen in der Wohnung erhalten weiterhin ihre individuellen Briefe. Um den Sammelvorgang zu stoppen, Sie müssen online gehen und sich aktiv abmelden, unter Verwendung der Beitragsnummer des Hauptzahlers. Das Risiko liegt hier in der Bewegung. Verlässt der Hauptzahler die Wohnung, die übrigen Mitbewohner haften sofort und muss proaktiv einen Ersatz anmelden. Für Standardmieter und WG klare Kommunikation mit Ihren Mitbewohnern und automatisierte Lastschriften. Nur so können Doppelbelastungen vermieden werden. An derselben physischen Adresse, während Standardmieten unkompliziert sind, studentisches Wohnen und internationale Ausreisen erfordern einen anderen Ansatz. Mit Blick auf die Studentenwohnheime und Befreiungsbüros. Die Regeln werden viel weniger intuitiv. Es gibt einen weit verbreiteten Mythos, dass Studentenwohnheime davon ausgenommen sind. Wenn Ihr Zimmer jedoch direkt zu einem gemeinsamen Flur führt, es gilt als eigenständiger Haushalt. Sie schulden die volle monatliche Gebühr. Die gültigen Ausnahmen sind begrenzt. Sie qualifizieren sich im Allgemeinen nur, wenn Sie erhalten spezifische staatliche Sozialhilfe wie BAföG oder Bürgergeld oder wenn Sie im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit RF-Code sind. Der Kompromiss für eine Ausnahme ist der Aufwand. Es geschieht nie automatisch. Sie müssen einen Antrag proaktiv einreichen und laden Sie Ihren offiziellen Nachweis hoch zur Website von Beitragsservice.
Diese proaktive Anforderung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, wenn Sie sich entscheiden, Deutschland zu verlassen. Viele Expats gehen davon aus, dass sie die Stadt benachrichtigen, ihrer Abreise im Bürgeramt. Streicht auch die TV-Steuer. Dies ist nicht der Fall. Sie müssen direkt eine gesonderte Obmeldung einreichen mit dem Beitragsservice und fügen Sie als Nachweis Ihre städtische Abmeldebescheinigung bei. Es erfordert die Erinnerung an einen weiteren bürokratischen Schritt. Während des Umzugsstresses, wenn Sie dies jedoch nicht tun, bleibt Ihr Konto aktiv und die Anhäufung von Schulden. Das deutsche System geht davon aus, dass Sie Geld schulden, bis Sie das Gegenteil beweisen. Austritt ohne ordnungsgemäße Abmeldung verwandelt ein abgeschlossenes Kapitel in eine erhebliche finanzielle Belastung. Möglicherweise sehen Sie Leute in Expat-Foren. Ich schlage vor, dass Sie die Buchstaben einfach ignorieren. Schauen wir uns den tatsächlichen Verlauf dieser Strategie an. Dieser Eskalationstrichter wird aktiviert, wenn eine Frist versäumt wird. Beginnend mit einer Mahnung kommen noch Verzugszinsen hinzu. Bei Nichtbeachtung gehen die Schulden an Inkassobüros. Die letzte schwere Phase bringt Gerichtsvollzieher vor Ihre Tür und zerstört Ihre Schufa-Kreditwürdigkeit. Eine ruinierte Schufa-Partitur hat Konsequenzen für die reale Welt. Es blockiert die Anmietung einer Wohnung, sich einen Bankkredit sichern oder einen Mobilfunkvertrag abschließen. Um sich zu schützen, befolgen Sie diese 3 Schritte. Bestätigen Sie zunächst Ihren Haushaltsstatus. Zweitens stellen Sie Ihre Zahlung fest oder beantragen eine Befreiung. Drittens bewahren Sie Ihre 9-stellige Beitragsnummer für Ihre Unterlagen auf. Behandeln Sie den gelben Umschlag mit der gleichen Dringlichkeit. Sie würden eine Mietrechnung oder eine Krankenversicherungsprämie benötigen, während der Rundfunkbeitrag eine frustrierende Einführung ist zum Leben in Deutschland, ist als eine standardmäßige Verwaltungsanforderung zu behandeln. Sparen Sie Hunderte von Euro an Bußgelder und schützen Sie Ihren langfristigen Status im Land.